Hallo zusammen, herzlich willkommen. Heute wollen wir eure Python-Kenntnisse auf den Prüfstand stellen. Das heißt, wir gucken, wie gut seid ihr eigentlich wirklich mit einem von vielen ersten kleinen Rätseln. Und ja, die Frage an euch als allererstes ist jetzt, wollt ihr mehr von diesen Rätseln haben? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, bitte tut das. Denn ich habe das Rätsel hier als vielleicht erstes von vielen geplant, denn es ist ein Jobinterview-Rätsel gewesen. Das heißt tatsächlich ein Rätsel, das sozusagen bei einem Jobvorstellungsgespräch gestellt wird. Und ja, ich habe hier noch einige andere rumfahren, beziehungsweise ein bisschen mit Firmen auch Kontakt gehabt, was die so machen. Und ja, ihr könnt mir jetzt sagen, ob ihr davon mehr haben wollt, denn das könnte euch wirklich euer Jobinterview sozusagen retten, wenn ihr solche Quizzes natürlich lösen könnt, beziehungsweise wisst, wie die so funktionieren. Okay, lasst uns anfangen. Sorry für das lange Intro, ist das erste von vielen. Wir fangen an und zwar ist das erste Rätsel, das ist quasi ein zweigeteiltes Rätsel. X ist gleich 1, Y ist gleich 2. Dann bauen wir uns eine Liste aus und ihr seht, das ist eigentlich absolut billo, aber es prüft eine wichtige Fähigkeit in Python. Sagen wir hier x plus gleich 42. Die 42 stammt von mir. Aber ja, das muss auch sein. Und dann haben wir noch ein zweites Ding und sagen hier a ist gleich die Liste aus 1. Ups, aus 1. Hallo? Was ist denn heute los mit dir? Komm schon. Zieh dich jetzt mal nicht so. Okay, hier ein b gleich 2. Alter. Und L2, also die Liste 2, wird gebaut aus a, b. So, und hier unten sagen wir dann a.append 42. So, jetzt ist meine Frage an euch, was ist die Ausgabe hiervon und warum? Und ja, das dürft ihr euch jetzt mal ganz gerne überlegen und nicht ausführen, einfach nur zugucken und nicht selber coden, sondern wirklich wissen, was dabei rauskommt, denn es ist wichtig. Okay, pausiert mich, überlegt's und jetzt geht's zur Lösung. Und zwar wollen wir uns das Ganze mal angucken. Ja, ich sollte vielleicht noch die Listen L und L2 ausgeben, ansonsten passiert hier natürlich gar nichts. Es geht natürlich um die Listen L und L2, das dürfte klar sein. Und ja, wir haben hier als Ausgabe erstmal 1 und 2. Scheint relativ straightforward zu sein, oder? Also wir haben hier quasi eine 1, wir haben eine 2 und dann fügen wir die Dinger in die Liste ein, 1,2 und dann adden wir halt hier unten x plus gleich 42. Das heißt, x wird um 42 erhöht. Wichtig ist jetzt hierbei allerdings folgender Fakt. Und zwar sehen wir hier, x wird auf 1 gesetzt in der Liste. Das heißt, die Liste hier, die hat diese plus gleich 42 nicht mitbekommen. Macht ja auch irgendwie Sinn, ist ja unten drunter. Aber wenn wir uns hier unten mal unsere Listen angucken, also hier haben wir ja quasi zwei Listen gebaut und haben die in eine Liste eingefügt. Das heißt, wir haben eine Liste aus Listen. Ist jetzt nichts Ungewöhnliches, aber was vielleicht ungewöhnlich sein könnte auf den ersten Moment, hier fügen wir ja auch nur 42 hinzu und tun das genauso unterhalb von dem Bauen von der Liste, wie wir das hier oben gemacht haben. Das heißt, hier wird x plus gleich 42 gerechnet und hier wird quasi a plus gleich 42 gerechnet. Das ist im Endeffekt dieselbe Syntax, plus gleich 42, okay? Das heißt, so könnte das Rätsel noch ein kleines bisschen, ja, natürlich muss ich hier Klammern drum schreiben. So wird das Rätsel noch ein kleines bisschen schwieriger, denn hier sehen wir auch, es bleibt genau gleich. Im Endeffekt ist hier nichts weiter anders, außer dass wir hier den Dateityp Liste haben, der hier eingefügt wird in diese Liste L2 und hier oben haben wir den Dateityp Integer, der hier in die Liste eingefügt wird. So, und das ist jetzt ein Unterschied innerhalb von Python, denn Python übergibt an eure Liste hier die Werte als Call by Value. Das heißt, hier wird nicht x und y übertragen, sondern es werden die Werte einfach ausgelesen und hier wird 1 reingeschrieben und hier wird ausgelesen, hier wird 2 reingeschrieben. Und wenn ich jetzt hier unten die Variable x plus gleich 42 rechne, dann ist das der Liste relativ herzlich egal, weil hier habe ich ja nicht x reingeschrieben. Ich habe ja nicht die Variable hier drin stehen, sondern ich habe den Wert von der Variablen hier drin stehen, wie es bei Call by Value eigentlich üblich ist. Hier unten hingegen habe ich ein kleines bisschen was anderes. Und zwar hier habe ich zwei Listen eingefügt. Also einmal Liste, zweimal Liste und hier habe ich eine Liste eingefügt und hantiere hier unten auch weiterhin mit Listen. Und wir sehen hier habe ich einen Wert hinten dran noch einfügen können. Und die einzige Erklärung ist, und das ist auch die richtige, die ihr am besten schon vorher haben solltet, logischerweise, dass hier Listen in Python als Call by Reference übergeben werden. Das bedeutet, in Python könnt ihr die Liste A danach ansprechen, weil hier nicht
die Liste aus 1, also hier wird nicht das hier quasi ausgelesen, wie es bei Integern der Fall wird, sondern hier wird wirklich die Liste A eingetragen. Also hier werden nicht die Werte ausgelesen und dann eingetragen, sondern hier werden Listen an sich eingetragen. Und der Grund dafür ist eigentlich relativ logisch und eigentlich auch ein sehr effizienter Grund. Denn nehmen wir hier mal an, wir hätten hier noch eine Liste aus x, y und dann haben wir hinten dran nochmal eine Liste aus a, b, sonst irgendwas. Also gut, a, b vielleicht jetzt hier nicht, aber hier nochmal eine Liste aus x, y und so weiter und so fort. Dann vielleicht nochmal eine Liste aus x, y. Da überall die Werte auszulesen, ist für Python natürlich super, super ineffizient. Deswegen hat man sich hier entschieden dafür, dass man wirklich die Liste, also die variable Liste, hier in diese Liste einfügt in L2 und nicht jeden einzelnen Wert rauslesen würde, weil man das rekursiv machen müsste und das kann eine ganz schön lange Zeit dauern. Es gibt nämlich in Python auch Listen, die quasi on the fly erstellt werden, also quasi die noch nicht fertig sind, sogenannte, naja, im Endeffekt sind es endlose Listen, okay, die quasi erst noch gebaut werden, während die Werte ausgelesen werden. Und wenn ich diese Listen, deren Werte erst noch erstellt werden, irgendwann in der Zukunft hier eintragen würde, dann würde Python sozusagen unendlich lange dafür brauchen. Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt das, was wir haben wollen. Sprich, wir machen Folgendes, wir tragen hier einfach wirklich die Variable ein in diese L2. Und dadurch haben wir natürlich deutlichen Vorteil, was Performance angeht, einen deutlichen Vorteil, was Flexibilität angeht, aber es verhält sich ein kleines bisschen anders als bei normalen Zahlen. Übrigens, wir können das Ganze auch mal hier ausprobieren, mit was das eigentlich funktioniert. Wir machen jetzt hier einfach mal Strings draus und schauen dann mal, was hier eigentlich passiert, wenn wir das mit Strings machen. Und wir sehen, Strings werden tatsächlich auch, also Zeichenketten werden tatsächlich auch als Werte betrachtet. Und hier ist auch wieder ganz klar, naja, Strings sind wirklich Listen, also sind ja eigentlich Listen, aber es sind spezielle Listen, nämlich in dem Sinne, dass wir hier eigentlich keine Rekursion möglich haben. Also wir können jetzt nicht innerhalb dieser Liste noch einen anderen Dateityp oder einen anderen Datentyp haben und deswegen wissen wir, okay, das ist immer ein Buchstabe, der hier hinten dran steht. Also ich kann jetzt hier zwar noch ein A hinten dran hängen, aber ich kann jetzt hier nicht Plus und dann eine Liste aus 1,2 oder sowas hinten dran haben. Das funktioniert so nicht, weil wir hier eben natürlich String nicht eine Liste hinten dran hängen können. Deswegen sind Strings nochmal spezielle Listen. Also so gesehen eigentlich keine richtigen Listen, aber sie verhalten sich wie spezielle Listen. Also ich kann da auch zum Beispiel von 0 oder sowas drauf aufrufen, alles. Das funktioniert ja, das wisst ihr ja. So, und deswegen hier ein sehr interessantes Rätsel und ja, es hat eine längere Erklärung, wenn ihr das so vorstellt, aber die Erklärung muss natürlich in eurem Kopf festsitzen sozusagen. Ich glaube, deswegen war das auch ein ganz angenehmes Rätsel. Lasst mich wissen, wenn ihr noch mehr solche Mindfuck-Spielchen in Python haben wollt und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.